Mein Name ist Marc Stein, englisches Seminar, Uni Münster, und gemeinsam mit Annika Reketat und Eckhard Kluth habe ich die Hostile Terrain 94 Ausstellung nach Münster geholt. Ich bin Annika, ich studiere den Master National und Transnational Studies am englischen Seminar und ich schreibe meine Masterarbeit über Erinnerungskultur und aktivistische Kunst. Ich habe zum ersten Mal ein Bild der Ausstellung im Internet gesehen, als ich auf der Suche nach einem Masterarbeitsthema war. Und als ich begriffen hatte, was ich da eigentlich vor mir sehe, dass jeder dieser Zettel für eine verstorbene Person steht, da wusste ich erstmal, dass ich die Masterarbeit darüber schreiben möchte, weil mich das Thema sofort berührt hat. Aber es hat mich auch so stark berührt, dass ich wusste, ich möchte sofort etwas damit machen. Ich möchte sofort das Thema teilen. Mein Name ist Eckhard Kluth. Ich leite an der Universität die zentrale Kustodie und das Kulturbüro. Und zu unseren Aufgaben gehört es, kulturelles Engagement auf dem Campus zu unterstützen. Hostile Terrain gibt es überall auf der Welt, an über 100 Orten, einige auch in Europa und eine Edition eben in Münster. An der Ausstellung sind ganz viele beteiligt. Am Anfang war es ja wirklich nur eine Idee für ein Masterarbeitsthema. Dann waren wir zu dritt, Herr Kluth, Marc und ich. Und im Sommersemester letztes Jahr haben dann Professor Stein und ich ein Seminar angeboten zu dem Thema und dort eine Gruppe von Studierenden gefunden, die uns ja sozusagen die Treue gehalten haben. Trotz aller Widrigkeiten, trotz der Verschiebungen, die wir mit dem Projekt machen mussten. Und das sind die Studierenden, die mit uns die 3200 Toe-Tags ausgefüllt haben, aber auch andere Studierende der Universität, Familie und Freunde, Freundinnen haben auch mitgeholfen. Diese Community, diese Gemeinschaftsarbeit ist wirklich das, was das Projekt ausmacht. Also alleine hätte das nicht realisiert werden können. Das war nur mit der Hilfe von ganz, ganz vielen engagierten Leuten möglich. Es gibt Listen mit den Daten von den Menschen, und es gibt Zettel. Die werden dann von Freiwilligen ausgefüllt mit den Daten, die auf der Liste sind. Und auf diesen Zetteln sind genaue Ortsangaben zum Fundort. Das ist hat was von einem Ritual, von einem Erinnerungsritual, dass man durch dieses Verorten diese Existenz, diesen Menschen nochmal wahrnimmt und ja, ihm Respekt zollt. Die Strategie, die die Amerikaner verwenden, nennt sich Prevention through Deterrence. Verhinderung von Migration durch Abschreckung. Und die Abschreckung ist der Tod. Seit 1994 sind über 3000 Menschen gestorben in der Sonora-Wüste in diesem Hostile Terrain. Das ist die Sprache der Grenzer. Sie nennen die Sonora-Wüste Hostile Terrain. Dieses Kunstwerk oder diese Arbeit Hostile Terrain ist eine, die mich schon bei der ersten gedanklichen Begegnung ziemlich gefesselt hat, weil es um eine Situation geht, die wir in Europa kennen, vergleichbar kennen. Die mexikanisch-amerikanische Grenze ist eine Grenze wie in Europa das Mittelmeer. Hostile Terrain ist also nicht nur ein amerikanisches Konzept. Auch wir haben eine ganz ähnliche Policy in Europa. Der Nationalstaat und auch die EU verteidigt sich in Anführungsstrichen. Wir schrecken Migranten ab,
indem wir sie nicht retten, indem wir sie sterben lassen und hoffen, dass dadurch die Migrationszahlen nach unten gehen. Das ist sehr ähnlich der amerikanischen Strategie und es geschieht in unser aller Namen. In Ihrem Namen, in deinem Namen, in meinem Namen, ob wir das möchten oder nicht. Es passiert tagtäglich. Jetzt haben wir die letzten Toe Tags aufgehängt, doch wir wissen, dass die Geschichte, die hier erzählt wird, nicht zu Ende ist. Sie geht weiter in der Sonora-Wüste, im Mittelmeer, im Atlantik, an vielen anderen Orten weltweit.